Ja. Hallo miteinander. Oh, ihr seid auch da. Hallo zusammen. Wunderbar, ihr seht es, wir machen weiter am Göriken Spezial. Muss aber ein bisschen vorwärts gehen, darum, ihr seht es jetzt schon, es ist einiges gegangen wieder. Heute zeigen wir euch aber Fußrasteranlage und Fußbremse plus der Kriegel spielt ein bisschen mit dem Auspuff. Genau. Also, wir kennen es ja vom Nickel Goldbober, dort hat sie auch so absolut pornomäßige Räder gehabt, 72 Speicher, Eigenkonstruktion mit eigenen Naben. Jetzt hat es aber Folgendes gegeben. Das sind original Sachsnaben. Man sieht es hier, wunderschön. Selbstverständlich auch vernickelt. Das ist natürlich wieder etwas sehr Geiles. Die Zahnkränze, das sind spezielle 50er-Jahre-Naben, Sachs, mit einem unheimlichen Innenleben. Die einen von euch kennen es wahrscheinlich. Die haben wir umgebaut auf Kugellager. Und zwar das Geile an dem ist, jetzt haben wir 3 Kugellager drin, nämlich ganz hinten, da circa im hinteren Drittel. Und was gut ist, genau auf Höhe Zahnkranz hat es nochmal ein Kugellager. Das ist also bombastisch. 3 Kugellager in einer runter. Also extrem stabil. Dazu der Zahnkranz, die gibt es nicht mehr zum Kaufen. Vor allem nicht in einer Größe, die wir es brauchen. Gibt es viel in 22, ist der kleinste, 28, 30, 32. Wir haben jetzt das lasern lassen und angepasst und alles schon vernickelt. Also die Rädchen, die sind ready. Einfahren. Natürlich sind auch die Schutzbleche, wie ihr seht, schon dran. Und darum, es ist natürlich wieder eine sehr satte Geschichte. Ja. Ja. Genau. Du hast eine Hebebühne im Fall. Ich muss ja oben drücken. Nicht zu weit rauf. Nur ein Knobli. Hebelbühne. Kleiner Huren Knobli, hä? So, komm, drück jetzt ein bisschen vor. Ah, schau da hinten. Ja. Weißt du, wir haben es vielleicht verkehrt. Die Sache kommt natürlich auf die andere Seite. Könnt ihr auch rausschneiden jetzt. Das ist nicht euer Ernst. So. Bonus rein. Und jetzt. Ja, schau jetzt. Da dasselbe. Eine wunderschöne Vorderrad-Sachsnaben. Und ich muss also ganz ehrlich sagen, es gefällt mir fast besser als die selber treten. Muss man ein bisschen rüber. Willst du nicht? Hast jetzt gut? Ja. Zack. So. Schau mal, wie schön du. So, etwas Schönes. Machst du noch eine Kettenlinie wegen der Kettenlinie und so. Jawohl. Jetzt, wie gesagt, die schönen Rädchen. Die Schutzblechhalter. Die Schutzbleche sind auch schon dran. Fix. Die Kettenlinie das ist alles absolut seitenfein. Dann haben wir noch einen Sattel. Dann haben wir natürlich wieder unsere lässigen Halterungen, die wir halt einmal dann fix machen, weil ihr seht es jetzt schon, das Sattelrohr ist extrem weit vorne, weil der Mann ist recht gross, der ist noch grösser als ich. Und das ist natürlich extrem, da spart man natürlich, oder da holt man extrem viel Weg raus zu den Fußraster, oder? Dass es ein bisschen bequem ist, dass du nicht dort drauf hockst wie so ein halbbaches Gipfeli. Gipfeli. Ich könnt euch vorstellen, wenn der Sattel so tief ist und man hier jetzt die Pedale montieren würde. Kannst du dir vorstellen, Pedalarm da oben, Ja. da ist die Pedale. Also das würdest du nicht mal du anbringen Nein. als Athlet. Ja, weißt du, und dann sehen nachher die Hosen wieder so aus. Oder? Das ist genau von dem, oder? Ja. Zu viel Sport. Das ist das Problem in diesen Hallen hier. Zu viel Sport. Das tut der Lach. Ziehen wir mal ein bisschen etwas an. Ja, tu mal so. Tu mal so, ja, etwas anziehen dort. Wir haben das ganze Heck, das ist original ein 16 x 1,5 Röhrli. Und wenn ihr euch vorstellt, etwa mit 100 Kilo, kann man machen, sollte man aber nicht. Und darum haben wir das komplette Heck, aber komplett in originaler Form und Design haben wir das nachgebaut mit 20er Rohr, 20 x 2 mm.
Das tönt immer so schnell, aber ist natürlich alles relativ aufwendig. Da auch wieder die schönen Radachsaufnahmen von uns. Look, schön, Das hä? musst du mal lösen. Du. Jetzt, wie gesagt, es kommen keine Pedale mehr an. Also, wir wollen das aber natürlich nicht verbauen. Darum drehen wir dann hier einfach schöne... Absolut. Nochmal. Hast du den Platz gefunden? Also, darum Pedale wollen wir uns natürlich nicht verbauen. Das sollen wir wieder montieren können, wenn es muss sein. Und darum lassen wir das offen. Wir machen einfach hier 2 schöne Abschlusskappen an auf Nickel. Thema ist natürlich wieder Nickel. Nickel. Wer hätte es auch gedacht? He? Ihr seht hier unten die Lochhäuser, die wir gemacht haben. Laserteile. Da hat sie ihre schön CAD gezeichnet. Wir haben eine Schablone gemacht, haben das angehebt. Und ich finde jetzt das relativ schlicht. Das Ding ist natürlich, das muss ein bisschen verstieft werden, noch, ganz klar. Weil, wenn man da unten natürlich Fußbremse betätigt, das ist klar, ein bisschen bewegt es immer, aber es sollte möglichst steif sein. Das gibt Fußresterli, sehr, sehr fein. Da wieder auch, das kommt man auch im Shop über. Die Hebelbetätigung, die kann man anpassen. Und genau das machen wir jetzt. So wie auch die Auspuffanlage, ihr seht schon, das Flammenrohr ist dran. Das ist immer ein Zeug, dass man da dran vorbeikommt, weil wir wollen ja Flammenrohr, Auspuff auf der linken Seite, weil rechts haben wir Stängelbremse und Seitenständer. Dazu kommt noch, es ist ein Dreigangmotor. Und Dreigangmotoren darf man nie auf die linke Seite neigen. Also mit dem Seitenständer, weil dort drin hat es die ganze Schaltwelle, Schaltachsel, und das ist nicht abdichtet, das heisst, dort läuft Öl aus. Und wenn man einen Dreigangmotor mit dem Seitenständer nach links anstellt, dann hast du immer extrem viel Öl am Boden. Es ist auch sonst so, wenn er gerade steht, ein paar Tröpfe hat es immer. Aber wenn man es rechts übernimmt, dann läuft das Getriebe zurück und nicht nach Hause. Da gibt es so eine Dragpipe-Flöte, die gefallen mir sehr gut. Sie haben einen sehr schönen Ton. Und jetzt machen wir zuerst die Flöte so her, wie wir sie wollen. Das heisst, wir müssen hier noch etwas anschweissen, dass wir mit den Breiden anmachen können. Das müssen wir jetzt aber zuerst noch punkten, dass das einigermaßen hebt. Aber etwa so sollte das kommen. Leicht hinten rauf. Mir gefällt es immer besser, als wenn es so müde hinten runterlampert. Und wenn man schon selber bestimmen kann, da haben wir einen Punkt und diesen Punkt wissen wir. Ist eigentlich noch geil, wenn man das sogar ein bisschen, Ja, steil. gut. Schön steil. So. Voll geil, oder? Was meinst du da? Und ich? Uta, was meinst Ja, du? zeig Uta. nochmal. Ja, Ja, tu mal so. ich sehe nichts. Aha. Nein, So, dann wäre oder? Nein. Das ist scheiße. Was ist Variante 1 und was ist 2? Das ist eigentlich 1. Das hier geht So, da etwa. unten? Ja. Okay, und 2? Das 2 ist so 2. locker, oder? Ja. Fix. Also, gut. Und da immer schauen, wenn man das natürlich selber macht, da darf man immer ein bisschen schauen, dass das ein bisschen mittig ist. Nicht, dass man die Breiden jetzt zum Beispiel da hinten Schienen macht, oder? Du Breide. Einfach du Breiden. Du Breide. Du hure Breiden. Also gut. Also, Abala! Achtung! Schaffst du zweimal? Ich schaffe 3-mal. Ah, Du musst aber die Ballon da oben wegnehmen. Wieder. Ah ja. Hast du auch Also, angezogen? Mach zweimal. Das ist nun da. Habt ihr noch so einen zweiten da? Zuerst mal. Oh, das sieht unsicher aus, du. Kannst du nicht von der Harley wegkommen? Warte, ich gefallen. Anderthalb. Wie geht's schon? Es geht ja. Ah, wir gehen in den Keller runter. Ich habe nur ein Töffel. Rostfurtgerät. Nein, Punkte können wir mit der, hä? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Klingt wieder interessiert. Ja, ja. Ein kleines Pünktchen, gell? Ja, 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 ja. Da unten, hä? Ja. Achtung! Achtung! Zündung! Oh, ja. Schön. Achtung! Ja!
Warte, ich will die brüllen. Jetzt, weißt du, darum sind wir immer das Zweite, oder? Genau wie so Sachen. Ein bisschen Mühe. Und jetzt darfst du noch. Zack! Also schau jetzt, wie sieht das? Schau mal schon von weit weg. Weißt du, wegen... die Energie, die du ausspielst. Unglaublich! Ich finde es nämlich nicht schlecht. Weißt du, wenn er weiter vorne ist? Nicht so. Ja, nein, Er muss das, nicht nein, ja sein, nicht. oder? Nein, das hasse ich. Also, dann haben wir nämlich hier auch weniger das Puff mit der Länge. Wo ist es jetzt? Geh du nur weg. Ich würde sagen, etwa so könnte man das... Zu steil ist auch nicht schön. Also so. Ja, das machen wir gerade an. Das können wir auch noch ein bisschen beugen. Das finde ich jetzt da auch ein bisschen zu viel Abstand irgendwie. So. Ja, das ist gut. Und das Antis abhauen und dann ist gut. Dann geht anbraten, vorne bündig. Anbraten. Und ein Bienchen drin, und das siehst. Hä? Der einzige Schraubenzieher, Der einzige Schraubenzieher, oder? Wir hatten mal eine Werkzeugkiste hier unten, aber Ja, aber dort fehlt einfach alles. irgendjemand hat sie fortgerührt. Und wer ist am meisten da unten? Unsere Kelleraste. Cyril. Jetzt wegen der Distanz. He? Hey Bienchen, hallo! Ah. Das können wir doch hier oben machen. Aha! Die Huren Zäpfchen. So, So. also gut. Wir sehen jetzt hier schön wieder, das war natürlich nicht von Anfang an so geplant, da mit dem Loch da vorne. Ursprünglich war die Idee, dass wir hier die Wellen durchmachen. Nur das Problem ist, dass es dann mit dem Auspuff relativ knapp war. Und das Problem mit der Fußbremse, das sehen wir jetzt dann gerade. Darum haben wir uns entschieden, um es da unten anzunehmen. Entweder wir lassen es dann so, oder wir tun das noch schön abrunden und einen schönen Abschluss machen. Das sieht man dann erst am Schluss einmal. So, jetzt kann man spielen. Spielen. Spielen, hä? Jetzt muss man halt den Ständer dann vorabhauen, weil jetzt kommst du da nicht mehr an. Ja, genau. So ist jetzt kaputt. Das ist jetzt, sieht aus, als es runtergefallen wäre. Jetzt haben wir Platz. Jetzt du! Also komm, hast du Brauchen wir auch noch ein Zwischenstückchen. Genau so. Wenn so. Zeig mal schnell. Ja, das ist doch geil. Aber den will ich da schon noch einschneiden, dass wir da noch ein bisschen Ja, raufkommen. aufbeugen. Den kann man von Hand aufbeugen. Ja. Geh mal schnell, weil du bist voll im Bild. Oh, nein, das sieht gut. Nein, ich finde es geil. So schön hinauf. Ja. Weißt du, wenn dieser Punkt ein bisschen höher ist, kommt es da alles noch ein bisschen näher Einfach ran. schön macht es dort. bündiger, ja. Die eine Linie. Wunderschön. Jawohl. Also, dann tun wir uns mal an die Fußraster, also die Fußbremse besser gesagt. Ich würde sagen, du kannst da hinten bereits mal das Loch bohren. Hier können wir ein bisschen börreln. Ja. Was ist besser hinten? Sollen wir hinten eher kurz oder eher lang? Nein, ich will schon weiter. Aber. So, Ja. das untere Das da. untere. Also, den Bohrer kannst du dort mal durchbohren. Dann können wir den nämlich mal montieren. Den Bohrer habe ich wo gelegt? Da, 6,5. Das ist immer ein bisschen das Problem bei diesen Fußbremsen. Das sieht zwar alles super aus, aber es ist immer das Problem wegen dem Weg, wegen dem Anstehen. Also man muss immer da hinten extrem den Weg ganz nah annehmen, dass wirklich, gerade wenn man da leicht bewegt, dass es gerade berührt, dass die Bremsen gerade im Eingriff sind. Und tun da sogar da unten das noch ein bisschen ausschleifen. So sieht das Original aus. Und so, das ist wirklich, die paar Millimeter bringen einfach noch extrem viel. Dazu haben wir da, wie man sieht, auch das noch hinten dreht. Also das ist, da läuft ja der Bremshebel drauf. Und da haben wir es hinten dreht, einfach, dass wir da auch noch weiter runterkommen, oder? Und das tun wir jetzt am Anfang. Den kann man nicht so steil montieren, sondern, wenn man sich vorstellt, man hockt so drauf, dann muss der irgendetwas optimales im 45-Grad-Winkel haben. Das ist jetzt in diesem Fall ein bisschen schwierig. Ich zeige euch jetzt das einmal an, wo das der Punkt könnte sein. Kriegel. Ja. Muss ich etwas heben? Ja, schau, heb den mal im Winkel. 45 Grad. Genau. Nein, ja, mal schauen. 42. 42. Das ist jetzt natürlich auch, je höher Ruhe dass wir kommen, umso mehr Weg haben wir, aber weniger Kraft. Aber mit dem Fuß hast du ja mehr als genug Kraft. Danke Also, schon. dann machen wir das da
relativ weit oben, aber das macht gar nichts. Ihnen geht in die Speicher Ja, rein, ich habe es jetzt so. Ja. So, jetzt montieren wir die mal. Das ist wirklich einfach immer das Allerwichtigste. Montiert das Zeug fix so, wie es nachher auch ist. Weil nur dann hat man die genauen Abstände. Oder? Wenn das alles noch ein bisschen gewackelt und macht, das kommt nie gut. Oder? Auch hier hinten, Bremshebel, das muss alles die Position haben, die es nachher auch hat. Kannst du eigentlich mal gerade am Stängel, ich heb das da mal her. Und Gewind machen wir genug lang, weil das Ding ist eben, man muss das können verstellen. Also wenn die Bremsbeläge ein bisschen eingefahren sind, gerade in den ersten 500 Kilometern, verlängert sich natürlich der Bremsweg relativ schnell. Und dann muss man das Ganze ein bisschen zusammenspannen, dass man wieder voll am Limit ist. Und da müssen wir dann natürlich, wenn wir unter dem Motor rühren, das heisst, wir müssen dann noch einen ganz leichten Bogen machen. Bis Anfang Büchs, das langt. Gut, der Bogen. Eben. Ich lasse jetzt noch, eben. Ich lasse jetzt einfach mal länger. Ja. Gell? Und jetzt machen wir das Gewinde etwa 30 lang auf beiden Seiten, dass man dann eben, wie gesagt, kann nachschieben. Plus zusätzlich kommt natürlich das Gewindstängel hier rein und der Kontenmutter zum Sichern. So, jetzt können wir das wunderbar einspannen. Jetzt machen wir hier auf beiden Seiten das M6 dann an, vor dem Beugen, weil nachher können wir es nicht mehr einspannen und von Hand ist es ein hoher Seich. Oder? Weißt du, was können wir eigentlich machen? Ein Schweißdraht. Oh Gott. Schweißdraht. Ein Schweißdraht nehmen, weißt du, und dann gerade beugen und dann haben wir die genaue Länge. Ja, richtig. $6 mm ist immer das M6, aber um ein schönes Gewinde anzubringen, dass die Flanken oben dran schön gerade sind, geht man auf 5,8 und macht hinten den Gewindhinterstich. Dann hat man einen wunderbar sauberen Auslauf vom Gewind. Ist natürlich ein bisschen übertrieben für so Stängel, aber optisch halt einfach viel, viel schöner. Schön langsam laufen lassen. Viel Öl an. Das ist natürlich auch ein bisschen eine einfache Variante, aber so bin ich sicher, dass das Gewinde wunderbar geführt ist am Anfang. Das heisst, schön gerade geschnitten wird. Sobald das mal so ein paar Umdrehungen durch ist, kann man das gut loslassen. Dann einfach immer wieder ein bisschen Schmutz an. Und dann natürlich schauen, wenn es fertig ist. Dann sieht man, hat man hier ein wunderbar schönes Gewinde und eben wichtig mit dem Hinterstich da. Muss er so einen heftigen haben da? Ja, ich habe jetzt einfach, weißt du, dass da etwa... Der kommt da her, Der kommt nicht dort rauf? So. Ja, genau. Dann müssen Also wir da fast- muss es tiefer runter, oder? Also weißt, ich hätte nur gerade da vorne einen Bogen gemacht. Und der hat also gar nicht so weit rauf, weil je länger der Bogen ist, umso mehr streckt es, oder? Ja. Weil die sind ja flexibel. Genau so, hätte ich jetzt Schon? gemacht. Ja. Ja. Und dann haben wir hier auch genug... Ah, warte, Nein, ja. Ja, ist jetzt ein bisschen weit unten. He? Ja, also einen leichten kann man schon machen da. Schon, also Feinen. optisch wäre es viel schöner, aber Ja, ich weiss, nicht was so du einen meinst. Ja. heftigen. Das ist okay, ja. Beugen wir es mal so. Warte jetzt mal die Länge. Chromstahl, ja. Ja, es ist nicht wild. Und da Ja. würde ich sagen, fangen wir mal da an, irgendwo da in diesem Bereich, oder? Also wo jetzt genau? Geh noch nicht, Kriegel. Geh noch nicht. Geh noch nicht. Jetzt, Achtung! Die haben Pulli. Oh, das ist so geil. Zwei. Hä? Hey, pass auf, gell? Hast du jetzt die richtige Seite? Ja. Und siehst du jetzt, wieso dass ich nicht so genau angezeichnet habe? Ja, ja. Das ist schnell. Oh nein, das ist schnell. Und jetzt mal runterlassen. Nein, jetzt ist am Limit. Das ist aber nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Ja, das ist ganz am Limit jetzt. Ah ja? Ja. Oh, das ist aber nicht gut. Ja, mal, da die einfach weniger. Ist also schön. Tack! Jetzt fein kann man mit dem dann, oder? Fein.
Fein. Heb die Finger weg dort. Jawohl, ist gut. Das ist aber nicht gut. Jetzt braucht ein bisschen Anlauf. Irgendetwas klemmt. Das ist aber eine langsame Maschine. Oh, zu viel. So, ein bisschen anstellen. Gut. Ja, das ist schon recht. Schau mal, wie schön. Schluck Tee. Ah. Ja, das biegt halt schon auf, gell? Aber das ist schon lang. Wir haben so wunderbare Teile. Ich hole mal schon eins. Die gibt es auch im Shop zum Kaufen. So schöne, das kommt vom Nika Goldbober. Das ist quasi einfach ein Achsli, ein Verbindungsstück, genau für die Bremse. Aber das Ding ist eben da, wir haben einen mega Versatz von vorne von der Fußrastrag zu hinten zum Rädchen. Und dann müssen wir noch eine Ecke machen und das ist einfach alles nicht schön, oder? Das biegt dann einfach auf, gell? Ja, wir müssen dann noch ein bisschen kürzer. Ein wenig. Oder wenn wir zuerst mit dem Knick schauen. Also schöner wäre es schon. Und da der Knick. Was? Weißt du, so Aha. habe ich dort einen Anschlag gemacht beim Nika Gold. Weil, sonst kannst du da hinten anstellen, wie du willst, und der zieht jetzt gleich immer hinter. Du kannst ihn gar nicht, weil du da vorne keinen Stopper hast. Und da habe ich hier ein Klötzchen angeschweißt und hier das Gegenstückchen, Ja. dass er ansteht. Und dann kannst du ihn erst einstellen. Stimmt. Dann kommen wir machen hier einen Knick Wir rein machen hier Knickli. und dann ist das gut. Wie sieht das aus? Also er muss ja rauf und runter und rein. Also er muss nicht so Rauf und rein. Nur runter. Nur oben. Gut. Gut, Und jetzt müssen wir den Bogen. Radius mehr kleiner machen. Ah! Ja. Söderli. Die abzuweit. Gut. Also, ja, viel Platz gut und da schön in die Mitte. Oh, Sind wir leck, da der schon ist- fast ein bisschen näher? Ja, gut. Das ist sehr gut und vor allem Ständer, ja, mehr als genug Platz. Und es ist schön. Hebt mal schnell da, dass ich ein bisschen Druck drauf geben kann. Ja, es ist klar, es biegt immer natürlich ja, ja. rum, Genau. anstatt dein Lieblingsteil da. Könnte man da ein Ding machen, ein Röhrchen, das da geführt ist. Das ist geil. Ja. Das machen wir. Ja, ja, und dann nachher, wenn das hier geführt Dann ist. bewegt sich dort nichts mehr. Ja, voll. Geil. Nein, wir müssen schweissen, das ist schräg, das schaut ja nach außen. Und dann, wie tust du es einfahren? Ja, das rausnehmen, einfahren, anschrauben. Das ist Ja, wie, ja. Wie bringst du einen Elefant in den Kühlschrank? Kühlschrank Soll ich mal auf, so ein Elefant Teil? in den Kühlschrank zu. Oh, herrlich, Hammer. Wie tun wir denn das einfahren? Ich verstehe die Frage nicht. Also, das muss 20, okay? Dann ist das schön gerade. Ja, eher 25 sogar. Also 25. Also, Langt. jetzt musst du von Anfang Loch da schnell aufbohren. Auf, ich würde sagen 6, ja 7. 6,5, Weil das wird noch 7. vernickelt, dann wird es dick. Ich würde Also, 7. 7. 7 und nachher von Anfang Loch bis hinten 25. Weißt du, das ist das Geile. Dann können wir hier ein Ringli machen und dann haben wir hier den Anschlag. Bombastisch. Also dem habe ich jetzt wirklich am meisten Freude. Ja, das ist geil. Also, wir haben ja vorher gesehen, das Gestänge, wo wir das Bogen haben, jedes Mal, wenn du auf die Bremse gedrückt hast, es hat richtig viel Spiel gehabt. Und jetzt haben wir hier das Stängeli, haben wir es hier befestigt mit dem was sagt man denn? Was ist das? Was? Mit Der dem Öse. Mit dieser Öse, Mit dem Teili. mit dem Teili, mit dem Laserteili. Nein, das, jetzt, wenn ihr jetzt seht, schau mal. Jetzt hat er hier eine schöne Führung. Das geht tipptopp. Hier mal rein. Ja. Und jetzt können wir hier noch einen Anschlag machen. Das hier können wir schön einstellen. Dass das Gestänge gar nicht mehr weiter hinten geht. Da hinten haben wir das Gewinde extra lang gemacht. Das hat einen Grund, weil wir natürlich da hinten
das Ganze, wenn sich die einlaufen, dann muss man da anstellen. Weil der Weg, der soll ja relativ kurz sein, der Bremsweg. Ja, möglichst kurz. Genau, und das ist der Grund, wieso das so viel gewinnt hat dort. Jetzt ist das quasi alles fix. Da machen wir jetzt noch eine Schraube rein. Und dann kommt der Kunde, hockt drauf und sagt, der Lenker noch ein bisschen führen, tiefer, höher, andere Winkel. Die Fußraster sind jetzt relativ nah von dieser Achse aus, sind relativ nah zu Mitte Füdli, oder? Und dann hat man natürlich, der Winkel ist dann ganz anders vom Fuß. Und das gibt jetzt eigentlich gerade wieder eine neue Idee. Da vorne, das kann man jetzt natürlich verlängern nach vorne, dass das auch angenehm ist nachher, um das Ganze zu betätigen. Aber jetzt brauchen wir natürlich von ihm seine Schuhe, brauchen wir das Maß. So ein Projekt wird natürlich immer sehr, sehr individuell an Besitzer, an Fahrer, an Kunden angepasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Sobald das passiert ist, Kriegel, wie mit dem Elefant im Kühlschrank. Ja, dann mal schauen, was passiert. Nein, sobald natürlich der Kunde da war, dann geht es nachher dran, dann wird alles komplett fixfertig montiert und geschaut, haben wir überall so viel Luft, wie wir wollen. Dann wird es allein komplett alles durchgeschweißt, verschweißt, verschliffen und dann kann das bereit sein zum Lackieren. Was mir am meisten anschießt, dass mir die Räder besser gefallen als die vom Nico Goldhuber. Also wir tauschen. Ja, Tauschen. ja, genau. Das ist besser sagen. Er weiß es ja noch nicht. Die Farbe gibt natürlich auch wieder etwas ganz Verrecktes, etwas richtig Geiles, da freue ich mich riesig drauf. Somit würde ich sagen, Da haben wir es, oder? ja, Also? du wolltest schon lange im Feierabend. Ja, ich habe... Oh ja, du. Ja, ich sehe, ich sehe den. Du musst noch Und dann Kind füttern. Und dann muss ich vor allem noch im Kühlschrank schauen, wegen dem huren Elefanten. Du einen Elefant bringst schon noch rein. Ja. Somit schließen wir das abschließen und wir sagen, Bis gleich. jawohl, Danke. bis bald. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.